Die Ukrainer sind super. Man muss eigentlich viel mehr über die Erfolgsgeschichten der Ukraine eingehen. Da Absolut, kommen wir jetzt auch abs gleich dazu, weil es ist ein Riesenerfolg. Dieser Luftkrieg ist nicht ein Beweis, dass Russland übermächtig ist und alles tun kann, was es will, sondern es ist eigentlich umgekehrt. Die Erfolgsgeschichte der Ukrainer, was sie hinbekommen haben, dass die Ukraine immer noch existiert, ja. Ich freue mich sehr, heute Markus Welsch bei Talk for Ukraine zu Gast zu haben. Markus Welsch ist selbstständiger Analyst, Dokumentarfilmer und Publizist. Er hat verschiedene Datenbankprojekte im OSINT-Bereich, Open Source Intelligence, zu militärischen Zusammenhängen aufgebaut und er hat mit dem Militärexperten Gustav Gressel an der Auswertung gearbeitet. Gustav Gressel war auch schon neulich bei uns hier bei Talks for Ukraine zu Gast. Seit einem Jahr gibt er in Kooperation mit den Kiewer Gesprächen den Luftkriegsmonitor heraus. Mittlerweile wurden schon über 36.000 Luftangriffe gegen die Städte der Ukraine und zivile Ziele einzeln ausgewertet. Mein Name ist Christoph Müller. Ich mache Videos für die Ukraine hier auf YouTube. Wenn Sie diesen Kanal unterstützen wollen, vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu teilen, Glöckchen aktivieren und natürlich ein Like dazulassen. Herzlich willkommen, Markus Welsch. Herzlich willkommen ebenfalls, danke. Lieber Markus, man hört in den Nachrichten in letzter Zeit beunruhigende Fakten, dass die Ukrainer nicht mehr genug Luftabwehr auf die Beine stellen können und dass die russischen Angriffe immer mehr durchkommen. Das liegt auch daran, dass sie einfach nicht genug Verteidigungsmöglichkeiten haben. Und ihr habt das in eurem Luftkriegsmonitor nachgewiesen. Könntest du den Zuschauern einen Überblick über diese Publikation geben? Ja, also wir hatten angefangen als, ich sag's mal ein bisschen salopper und mit persönlichem Hintergrund, dass meine Freunde in Kiew mir immer erklärt haben, dass sie heute Nacht wieder die Babys in die Badewanne legen müssen, weil wieder Luftalarm ist und weil die Situation sich weiter zuspitzt. Das war, glaube ich muss mal überlegen, wann wir damit angefangen haben, 2023. Und wir wollten das irgendwie in so ein bisschen objektiveres Bild bauen oder wollten verstehen, wie sich das entwickelt und haben einfach mal angefangen, äh, die Daten, die man zu diesem Luftkrieg bekommen kann, in so eine Datenbank zusammenzufassen und dann irgendwie zu überlegen, ob man das mal darstellen kann. Und nach diesem Erfolg mit dem Monitoring über die Munitionskapazitäten in der westlichen Welt dachten wir, na, vielleicht kann irgendwie der Journalismus braucht das und wir bauen das jetzt einfach mal für Journalisten ein bisschen aus. Und daraus hat sich vielleicht die größte Datensammlung, die man so bekommen kann in Europa, zusammengebaut. Wir haben jetzt 36.000 Angriffe einzeln aufgeführt und ausgewertet und können daraus, weil das jetzt über einen Zeitraum von über 2,5 Jahren geht, relativ gut auch so Trends und Entwicklungen darstellen. Mhm. Wenn man jetzt sich mal über die Zahlen beugt, im letzten halben Jahr hat sich eine massive Trendverschiebung gegeben. Also ich sag mal, im Lauf 2024 waren Marschflugkörper und ballistische Raketen das Hauptproblem, um es jetzt mal salopp zu sagen. Aber so seit August sehen wir, dass die Anzahl der Drohnenangriffe, der Anteil was die Drohnen ausmachen, massiv zugenommen hat. Ja. Also man muss sich das etwa so vorstellen, wenn man sich das mal genauer anguckt, da waren die letzten 2 Jahren waren so Spitzenwerte, ja. Kurze Unterbrechung. Ich denke, wir sollten den Monitor einfach mal einblenden, das Papier, dass die Menschen das auch Ja. sehen können. Da sieht Okay. man so eine Kurve, man muss dazu sagen, wo die beginnt. Ich glaube, die beginnt, also Soll wenn ich? man diese Grafik anschaut mit den grünen Balken, Ja. der linke Rand ist, glaube ich, ich gucke selber nochmal genau rein, was ist der erste Monat, den wir da haben, Mai Das ist der Mai 2024. 2024, ja. Ja, und dann sieht man, dass sozusagen im Sommer das plötzlich nach oben geht und dann Anfang des Jahres was explodiert. Wow. Das kann man alles in ganz normalen Zeitungen auch nachlesen. Also die Ja. Russen haben halt, es gibt verschiedene Erklärungsmöglichkeiten, warum sie das geändert haben. Das hat was mit Kosten auch zu tun. Ja, also die Drohnen sind also auf den ersten Blick, wobei da gibt es auch überraschende Wahrheiten, die so nicht diskutiert werden. Da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, dass sich die Russen da auch getäuscht haben mit ihrem Plan und vieles überhaupt nicht erreicht haben, was sie sich vorgenommen haben. Aber ich sage jetzt mal so sehr vereinfacht gesagt, dass man stößt in der Produktion in Russland, was die Marschflugkörper angeht, und auch die ballistischen Raketen an ganz klare Grenzen. Ja, das hat was mit Komponenten zu tun. Das hat was, dass man sowas nicht einfach skalieren kann, solche Produktionen. Und es hat was mit Zulieferung zu tun und natürlich auch, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, ich hoffe, das dürfen wir nicht vergessen, dass die ukrainische Luftwaffe, die sozusagen Standorte in Russland beschießt, auch sehr erfolgreich war in gewissen Dingen so.
Und ich glaube, das Einfachste, was die Russen, glaube Wobei ich, man, wobei man ja, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, man muss ja sagen, dass die Ukrainer diese Standorte in Russland nur mit ihren eigenen selbst hergestellten Drohnen, Langstreckenwaffen beschossen haben, weil die Europäer und die Amerikaner denen ja natürlich komplett verboten hatten, mit Langstrecken-Marschflugkörpern irgendwelche Ziele in Russland zu treffen. Das ja. muss man ja sagen. Also. Also es ist eine interessante Frage, ob sie nicht seit Herbst da doch die eine oder andere Sache eingesetzt haben. Es gab ja im August 2024, und das ist sehr selten, also ich arbeite immer eng mit den Daten und Zahlen vom ISW, vom Institute Study of Wars. Die haben ja sehr offensiv im August 24 der Biden-Administration widersprochen. Das habe ich sonst noch nie gesehen in deren Papers und Tagesberichten auf die Form. Und die haben ja schon die Blaupause gelegt. Ja. Und die Frage ist, ab wann, ab welchem Tag sozusagen dann doch der ein oder andere Flugkörper eingesetzt wurde, der formal entweder unter der Hand, das weiß man ja auch nicht alles im Detail, wie sagt man, ja, es vielleicht doch schon viel früher da was gewesen ist und das nicht gestern der Fall war, als Merz dann plötzlich anfing in seiner klugen oder vielleicht auch ein bisschen hilflosen Art, jetzt plötzlich das zur Ultima Ratio zu Ja, machen. aber wenn jetzt europäische oder amerikanische Marschflugkörper bei irgendwelchen Basen der Russen eingeschlagen hätten, dann hätte man ja Trümmerteile davon gefunden als Russe und dann Ja. hätten sie das ausgeschlachtet. Ich kann es mir Ja, nicht ja, ja, vorstellen. klar. Ich Aber kann es mir gibt nicht vorstellen. Es war, die Storm Shadows waren die Storm Shadows. Ich meine, okay, das soll man, okay, da muss man das noch mal ganz genau sortieren. Was unser Fokus war, ist ja, dass sozusagen, also wir behaupten, dass man Effekte ablesen kann in der Bombardierung gewisser logistischer Standorte in Russland, die den Einsatz von zum Beispiel Marschflugkörpern, also der am meist eingesetzte Flugkörper der Kategorie ist KH-101, dass das abgenommen hat. Und ich bin der Überzeugung, dass das durchaus mit den erfolgreichen Strikes zu tun hat, die vollkommen richtig, wie du richtig sagst, vor allem Langstreckendrohnen der ukrainischen Bauart waren, hm, denen es gelungen ist, die Flugabwehr an der Front zu überwinden und dann in Russland gezielt diese sowohl also das ist in den letzten Tagen auch passiert, es geht immer so ein bisschen unter, die Erfolge der Ukraine, weil die Bilder der Zerstörung in der Ukraine natürlich, wie sagt man, mächtiger oder wichtiger sind. Aber es gab, ich meine, allein in den letzten 5 Tagen gab es sehr viele erfolgreiche Strikes von Zuliefererfirmen, ja, also die Bauteile für ganz wichtige Marschflugkörper bauen und auch für die mhm. Drohnenproduktion. Das sieht man halt nicht mal direkt und es ist immer so ein bisschen so eine Analysefrage, wie man die Kausalität beweist oder sie plausibel macht. Aber das sollte man nicht vergessen. Es ist wichtig, dass dieser Luftkriegsmonitor existiert, also schon mal großartig. Aber es ist auch so, dass die deutschen Medien in ihrer Berichterstattung auch scheinbar darauf zugreifen, oder? Dass da Neuigkeiten plötzlich ans Tageslicht kommen, durch die Daten hinterlegt und dass das einen Einfluss hat auf die deutsche Berichterstattung, richtig? Ja, sowohl die FAZ als Deutschlandfunk haben das dankend aufgenommen. Klar, also das muss ja jeder Journalist selber wissen, was braucht er für Sachen. Es ist super interessant, wie dieser Krieg auch die Berichterstattung und auch die Analysemöglichkeiten komplett verändert hat. Also ich bin vor 2022 auch kein, wie sagt man, OSINT-Experte gewesen und ich habe mich so in den ersten 2 Jahren da eingearbeitet und ich war überrascht, wie gut eigentlich Informationen auf der Hand liegen. Die große Frage ist halt immer, wertet man das aus Ja, und genau. wie sortiert man die Streu vom Weizen? Viele Leute copy-pasten einfach, klar, ja, es geht um Clickbaits und vielleicht nicht um die beste Analyse immer. Aber das ist unglaublich, was man eigentlich für Informationen bekommt. Die Frage ist immer wie man die, wie sagt man, verifiziert, ja, also wie man sozusagen es plausibel macht, dass das und das stimmt. Und wir haben das sehr konservativ gemacht. Wir haben eigentlich nur Daten genommen, die sozusagen von der ukrainischen Luftwaffe sozusagen publiziert waren, plus halt Double Checks. Und da verrate ich jetzt nicht alle Tricks, Mhm. aber wir haben das mit dem ISW abgeglichen und so weiter. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, dann auch wirklich zu glauben, das stimmt schon etwa, was da publiziert wurde, weil es ist natürlich eine kriegsführende Seite, die diese Daten ins Netz setzt und es muss halt überprüfen und da gibt es halt verschiedene Tools und Methodiken, warum wir glauben, dass das irgendwie so stimmt. Ähm, Interessant ist, dass die Zeitungen, glaube ich, einfach nicht die Ressourcen haben. Ich dachte am Anfang auch naiv, naja, das sind ja große Medienunternehmen und Mhm. jetzt geht da eine komplett neue Zeitenwende los und dann setzen die da 3 Leute dran und die zeigen uns, wie es geht, ja. Ja.
Aber Vorsicht, was man hier öffentlich sagt. Aber mein Eindruck war, dass selbst große Medienhäuser, die glauben, dass sie die größten sind, das haben gar nicht gemacht haben. Ja? Und dann gibt es sehr gute Leute, also Ruschke, der bei der FAZ aus Brüssel das sozusagen versucht zu sortieren, was man da wissen kann. Aber eigentlich ist der Turn, hat der noch nicht stattgefunden in den Zeitungen, die Ressourcen zu nutzen, die eigentlich da sind. Und das hat wie, immer mit Geld zu tun und so weiter. Und ich glaube, man sollte sich da auch gar nicht zu sehr, wie sagt man, selbst in den Vordergrund stellen. Wir haben einfach den Job gemacht. Ja? Wir haben einfach das gemacht, was andere vielleicht nicht gemacht haben und Daten zusammengetragen und die sehr akribisch ausgewertet. Und ich hoffe, dass die Zeitungen das eines Tages selber machen. Aber solange die Lücke da ist, bieten wir das halt an. wie Und muss ich man sich glaube, das? was auch interessant ist, das hat mich gewundert, weil ich jetzt nicht im Bundestag ein- und ausgehe, aber wir hatten einige Hintergrundgespräche aufgrund dieses Monitors. Also Kiewer Gespräch hat da einen super Job gemacht, das gleich zu nutzen und zu sagen, dann lass uns doch gleich mit Politikern sprechen, die in den Ausschüssen sitzen. Und die haben auch so, also die haben uns zumindest so andeutungsweise gesagt, dass sie die Daten so in der Form auch nicht aufbereitet auf dem Tisch sehen oder haben und dann macht das vielleicht doch Sinn. Aber wie gesagt, der Krieg hat auch eine Wahrheit und das ist, dass sich alle 2, 3 Wochen sich ganz viel ändert. Und das gilt natürlich auch für den USINT-Bereich. Ja. Da ist nicht alles, was man vor einem Jahr, was einen Mehrwert ergeben hat, ist dann automatisch immer gut. Ja. Also es ist ein unglaublicher Druck in einem Krieg, was Innovation angeht. Und das betrifft auch den Bereich, wo wir drin hängen, nämlich in der Frage, wie man das der Bevölkerung vermittelt und was man für Schlüsse daraus zieht. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Wie arbeitest du? Bist du allein tätig und sammelst die ganzen Daten? Sitzt da wie so ein Nerd nachts da und klickst durch sämtliche Webseiten hindurch? Oder Kiewer Gespräche? Kannst du mal über eure Arbeitsweise ein bisschen was verraten? Und auch eine zweite Frage, wie wird das finanziert? Das macht man doch nicht aus Spaß an der Freude, so wie ich jetzt hier. Gut, ja gut. Also es ist nicht Spaß an der Freude, sondern wir haben das Gefühl, das ist sehr wichtig. Äh, Ja, also zu letzterem halte ich mich mal ein bisschen diplomatisch zurück. Also es ist schon grauenhaft, was man alles machen muss ohne Geld, damit man vielleicht einen kleinen Schritt in die Richtung machen kann, dass das professionalisiert wird. Und da ich da auch ein bisschen, wie sagt man, gebranntes Kind bin, versuche ich darüber mal nicht zu reden, weil sonst wird das so, dann kommt man in so einen, lassen wir mal das ein bisschen beiseite. Ich versuche es mal diplomatisch so auszudrücken. Ich war geschockt, dass man nach 3 Jahren Krieg in Deutschland immer noch Probleme hat, Studien zu finanzieren, die mit dem Militär zusammen. Ich habe ganz offen gehört, das können wir nicht machen, das können wir nicht machen, wir können ihnen kein Geld geben, wir können das nicht unterstützen, das ist eine super Sache, aber das hat ja irgendwas mit Militär zu tun. Ja? Also die ganzen Stiftungen und so haben den Schalter, jetzt muss man sehr vorsichtig sein, das ist alles ein bisschen komplizierter, aber ich war doch streckenweise fassungslos, was ich, in Deutschland finanziert wird und was nicht. Sagen ja, wir es mal so. ich, Die ja. Arbeitsweise, da muss sich auch was ändern, weil es kann, also ich habe das, naja, es ist jetzt, letzten Wochen hatten wir Gespräche und es war grauenhaft, egal. Ähm, Zur Arbeitsweise ist ganz einfach. Man muss halt Tricks entwickeln, wie man schnell an Daten kommt, damit man nicht die Nächte nur am Sammeln und Sortieren ist. Und da gibt es ein paar Kniffe, wie man diese Daten sehr schnell und sehr effektiv gewinnen kann. Viel wichtiger ist eigentlich, ich habe es angedeutet, ist die Bewertung und die Checks. Ja? Also wann stimmen die und wann stimmen die nicht. Das eine ist halt, wenn man da ein Jahr lang dran sitzt, dann kennt man langsam so die Probleme. Ja? Also wann zum Beispiel in gewissen Angriffskonstellationen Daten nicht stimmen oder man hat so Kontrollmechanismen. Das ist eigentlich der eigentliche Job. Dass man da irgendwas copy-paste, das kriegt man, wenn man bescheuert ist und viel Zeit investiert, immer alleine hin. Ja? Und die Frage ist aber, wie man sich austauscht, dass das eine Qualität hat. Und Mhm. da gibt es vor allem, das ist gar nicht in Berlin, sondern ich bin in Deutschland, gibt es gar nicht so wahnsinnig viele. Ich bin eher in Europa rumgefahren. Einer der besten Leute sitzt in Danzig. Rohan Consulting ist ein OSINT-Mann, der zu den besten Satellitenbildauswertern weltweit gehört. Mhm. Konrad Musiker, also Gustav hat mir den empfohlen. Er ist ein, das finde ich auch wieder fassungslos. Zwar, ja, Washington Post, New York Times, Spiegel, haben den alle mal zitiert, aber man nutzt das nicht, ja. Und ich habe den sogar mal besucht in Danzig, weil ich dachte mir, ja, so eine E-Mail ist schön, aber wenn man sich länger unterhält, ist besser. Und ich konnte es nicht fassen, ja. Also das ist so, das ist der Goldstandard weltweit, ja. Und die Leute ignorieren seine Berichte immer noch, ja. Oder Wie heißt er nochmal? Sag mal, jetzt habe ich schon wieder. kann man auf die Webseite Rohan Consulting Konrad Musica, also wie man in Polen
Musiker schreibt. Okay. Wir haben jetzt ein neues Produkt rausgegeben, also wenn wir schon hier im Insider Talk sind, Red Horizon. Der hat einen unglaublichen coolen Job gemacht, jeden Tag den Ukraine-Krieg haarklein auszuwerten und da wirklich High-End. Nicht, ich habe es irgendwo aus den Kanälen, sondern mit Satellitenbild ausbildet. Also es war wirklich, da haben auch die deutschen Ministerien in den Ohren geschlagert. Keiner war bereit, ihn zu finanzieren. Ja? Also ich spiele jetzt mal die Karte ins andere Feld. Und da bleibt man dann manchmal fassungslos zurück. Ja? Also es gibt 100.000 von Euro für irgendwelche tollen Projektanträge für, ich sage, ich will ja gar nicht das in Abrede stellen, dass das alles richtig ist, wie hier in Deutschland das Geld verteilt wird. Aber solche Leute fallen unten durch. Ja, klar, ist ja ein Pole und so weiter. Ne? Ja. Aber ich habe halt mir die Lippen wund geredet und gesagt, Leute, dann bestellt halt diese Newsletter für $50 im Monat. Waren sie zu geizig oder ja, geht nicht über den Schreibtisch. Es ist schon, da muss man sich schon mal, also das ist jetzt aber, lass uns nicht über das Geld reden. Und Ja, ich was finde, Konrad gemacht hat, ist einfach, ich der hat finde, halt einfach die ich, ganzen Satellitenbilder, die öffentlich zugänglich sind. Klar gibt es da auch noch ja, Tricks, dass du ein ja. bisschen die russischen Flugzeuge vorm Hangar noch ein bisschen genauer reinzoomen kannst. Das kriegst du jetzt nicht jetzt mit Google Street Viewing. Und einfach, das ist einfach Arbeit, ja. Da sitzt du halt nächtelang und machst das. Und mit dem haben wir uns mal ausgetauscht, wie er es macht. Und solche Sachen helfen dann eigentlich, so einen Qualitätsstandard das hinzubekommen. Die Kiefer-Gespräche, für die hatte ich mal 2023 eine schöne Serie zu Sanktionen, also zu wie die westlichen Sanktionsregime zu verbessern sind, zusammengearbeitet. Und das waren die einzigen, die sich dafür überhaupt interessiert haben. Also die meisten NGOs, habe ich immer gesagt, Leute, lasst uns mal diskutieren. Nee, nee, und so, ja, ja, wer bist du eigentlich und so weiter. Und die Kiewer Gespräche, die waren top. Die haben es auch sofort umgesetzt und die haben auch sofort kapiert, dass man damit Politik machen kann. Und das hat ja funktioniert. Also Kannst du für die ich auch, wie Zuschauer viele noch mal Politiker da nachgefragt haben. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, kannst du für die Zuschauer noch mal kurz die Kiewer Gespräche noch mal einordnen? Was ist das? Kiewer Gespräche sind berühmt. Also alle Leute, die sich vor 2022 für den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland oder überhaupt für die Ukraine interessiert haben, kennen. Das ist die berühmte Jahreskonferenz. Und die Kiewer Gespräche, die arbeiten, wie gesagt, kann man alles auf der Webseite nachlesen, mit wem die kooperieren. Und sind eigentlich einfach die älteste Plattform. Also ganz unten ist das, wenn du ganz runter scrollst, die älteste Plattform im deutsch-ukrainischen Dialog, sage ich mal. Die ist seit 20 Jahren und die machen einen guten Job. Absolut. Okay, das ist halt auch sehr wichtig, dass solche Organisationen und Plattformen anders gefördert, anders eingeschätzt werden. Mir fällt jetzt im Zusammenhang auch der Name Bellingcat ein, 2014, als da der MH17-Abschuss war und der Ukraine-Krieg zum ersten Mal losging. Da war das einer, der nachher ein ganzes Team zusammengesammelt hat, ein Rechercheteam Bellingcat nach der Figur aus. Bellingcat ist ein ganzes abendfüllendes Thema. Die sind ja die große Institution geworden und das kann man auch sehr gut nachlesen, wer sich dafür interessiert, für die Geschichte im OSINT-Journalismus, beziehungsweise was OSINT ist. Das ist ja, geht in Hunderte, das kann man ja gar nicht in einem Satz zusammenfassen, was da möglich ist. Sehr banal gesagt und dann tut man schon wieder allen wieder Unrecht. Früher war es halt so, da musste man irgendwelche Hintergrundgespräche mit irgendwelchen Ministerien führen, in der Hoffnung, dass man so guter Hauptstadtjournalist ist, kriegt man dann vielleicht mal das eine oder andere zugesteckt, was eigentlich so jenseits der offiziellen Pressenachrichten an Wissen da ist. Ja? Also wenn man es platt nimmt, ohne dass man jetzt das James-Bond-Rauschen bekommt, hat das natürlich auch mit Geheimdienstinformationen zu tun und so weiter und so fort. Und Open Source Intelligence, wie der Name sagt, versucht halt durch die Revolution sage ich mal, mit dem Netz und vor allem, weil alle Idioten und schlauen Leute ihre Bilder vor allem ins Netz setzen, unglaubliche Rekonstruktionen anzustreben. Ja? Und das ist nichts anderes als die Antwort auf das, was im Internet möglich ist. Und die besseren Leute, dazu gehören natürlich, ich meine, Bellingcat ist der Hammer. Im Endeffekt haben die den Prozess, ja, also gerichtsfeste Akten im Endeffekt zusammengebaut für den großen Prozess, ja, in Den Haag oder wo immer das war. Ja. Das ist schon der Hammer, also das sind nicht nur ein paar Idioten, die ein paar Informationen teilen, sondern das ist ein Riesending. Und anderes Thema müsste man mal auch mit Leuten sprechen oder mal so einen Talk machen, die sich da noch viel besser auskennen. Also ich bin ja auch nur einer von vielen, die es nutzt oder versucht hat zu lernen, was man da machen kann. Warum das nicht ausgenutzt wird, ja. Also man könnte damit noch viel mehr machen.
Die Ja. machen auch sowas, was auch abgefahren ist, die identifizieren Rechtsradikale in Amerika über Fotos und ich meine, klar kann heute wahrscheinlich jede Software mit einschlägigen Tattoos irgendwie weltweit zuordnen, aber es ist schon der Hammer, was da alles passiert ist. Die haben die Pässe sozusagen, aber das ist eine ganz andere Arbeit. Das ist eigentlich nicht Open Source, das ist ja schon fast Intelligence pur. Der Anschläge der russischen Agenten in Großbritannien aufgedeckt und so Zeugs. Also das Ja, aber das sind ist auch ein alles, Riesenthema. das ist aber alles auch eine eigene Initiative. Das wird auch keinesfalls staatlich finanziert, sondern die haben Soweit sich wir auch. das wissen und viele Leute gehen davon aus, dass da, weil ja immer gesagt, da steckt ein Geheimdienst dahinter, das ist eine schlaue Nummer. Ich denke, das war auch manchmal, denke ich, woher wissen wir eigentlich, dass all diese schlauen Leute wirklich die Selbstausbeuter sind? Aber wenn man sich dann wirklich mit vielen Quellen beschäftigt und das nicht eben mal kurz, ich glaube immer, Vorsicht, ich will jetzt keine prophetischen Wahrheiten aussprechen, aber ich habe versucht, eigentlich so wenig wie möglich Twitter zu machen im Krieg und so viel wie möglich sind und dann eher the long term. Und was ich gelernt habe, ist so eine goldene Regel. Die ersten 3 Tage, nachdem was passiert ist, sollte man sich mal ganz ruhig hinsetzen und gucken, was in den 3 Tagen allein schon da an Informationen rauskommt. Dieses Husch-Husch und diese, ja, ich muss jetzt der größte Hund in der Manege sein und der Schnellste, der irgendwas twittert, sorry, habe ich immer weniger Verständnis, auch wenn ich weiß, dass das Teil unseres Mediengeschäfts oder das eigentlich ist. Nach 3 Tagen weiß man manchmal so ein bisschen mehr. Also das beste Beispiel, lass uns mal über die Sachen reden. Die Putins Wunderwaffen, ja. Ja, dann gibt es Mhm. so einen neuen Raketentyp, alle hyperventilieren. Es fallen auch Qualitätsmedien drauf rein. Also ich war erschrocken, was die New York Times am Tag 1 im November, als diese Haselnussraketen Diese Oreshnik. genau sozusagen diesen Treffer da gelandet haben, dass selbst die New York Times, die hat dann Experten quasi gezwungen, sofort Stellung zu nehmen. Ja, innerhalb von einer halben Stunde kriegst du da kein umfängliches Bild rein. Und manchmal ist es besser, diese Disziplin zu wahren und nicht rumzutwittern. Und mal schauen, wie sich der Staub manchmal ist es sogar schon nach 24 Stunden oder 48 Stunden klar, dass das der erste Eindruck falsch war. Ja gut, da Und trennt sich die Spreu vom Weizen und dann bleiben tatsächlich die wirklichen Dinger übrig. Aber was man halt auch noch sagen muss, die Wahrnehmung der Menschen ist wirklich so kurzzeitig fokussiert und sie vergessen auch alles wieder. Und die schlimmsten und katastrophalsten Ereignisse, wie jetzt gerade zum Beispiel dieser größte Luftangriff auf Kiew vor 2 Tagen und auch nicht nur Kiew, sondern die ganzen Städte in der Ukraine, die und so viele Tote und so viele Raketen, die da abgefeuert worden sind. Wir werden in einer Woche darüber nicht mehr reden, weil wir es schon wieder vergessen haben. Und das finde ich schlimm. Also wie kann man die Öffentlichkeit von der Brisanz der Lage besser, besser in Kenntnis zu setzen, besser in Kenntnis setzen? das ist natürlich eine ganz schwierige Frage und da müsste man sich eigentlich eher mit so Herausgebern von Zeitungen und Journalisten Mm, unterhalten, die jeden Tag im Feuer stehen, ja, weil das ist natürlich nicht so, dass Journalismus ja. irgendwie frei Ja, von Marktfragen ist. Ich glaube aber schon, dass ich frage mich das auch jeden Tag, wie wir es besser machen können oder sollen. Es ja, gibt ihr macht natürlich schon so gute Arbeit Bemühungen. ihr macht mit euren statistischen Auswertungen wirklich eine fantastische Arbeit. Und Danke. das muss eigentlich mehr aufgearbeitet werden. Ich fand interessant, dass Russland sein Hauptziel, ja, nämlich das darf man auch nicht vergessen, also vor einem Jahr haben wir noch gezittert oder auch bei den guten Konferenzen, die es ja in Berlin auch gibt. Im Herbst dachte ich auch, ich weiß nicht, ob die Ukraine durch den Winter kommt. Also das Hauptziel der Russen sozusagen, diesen Winter, den vergangenen Winter, die ukrainische Energieversorgung zum Einsturz zu bringen und ganze Regionen unbewohnbar zu machen, weil Ja. das darf man ja nicht vergessen, dass wenn 2 Monate ein Wohnhaus nicht beheizt wird, egal ob da die Wasserleitungen bersten oder nicht, Mhm. dann kommst du dann, das ist unglaublich, dann hast du keine Chance mehr, da normales Leben stattfinden zu lassen. So, dieses Hauptziel hat nicht funktioniert, Russland hat es nicht geschafft. Im Januar, wir haben das, glaube ich, im letzten oder vorletzten Monitor versucht zu rekonstruieren oder auch mal im gesamten Überblick zu zeigen. Im Januar, Februar war die 2024 sah es ganz schlecht aus in der Ukraine. Da sind zum Beispiel, damals ging es mehr noch um Marschflugkörper und ballistische Raketen waren nicht immer da, aber vor allem die Marschflugkörper haben damals den Unterschied gemacht, die Masse. Gab es nicht genug Abfangraketen, ja. Und wir erinnern uns, dass auch die sehr kluge, wie sagt man,
Einsatz von F-16 und vor allem Mirage ja nicht sofort da war. Ja, das hat sich ja alles extrem verzögert, bis die ausgebildet waren und dann auch eingesetzt werden konnten. Und in der Phase sah das sehr, sehr schlecht für die Ukraine aus. Ja. Dann sind sie in den Sommer reingekommen. In den Sommer war dann aber auch keine Ruhe natürlich. Und wie gesagt, wir sind jetzt in einer komplett neuen Phase, wo sie versuchen, mit den Drohnen die Ukraine platt zu machen. Und ich will jetzt nicht sagen mit Sarkasmus, das sind so leninistische Prinzipien, die sie immer noch anwenden. Also Quantität statt Qualität. Ja, So einfach doch salopp so. kann man es nicht sagen, aber de facto ist es so, dass sie versuchen, einfach die Flugabwehr zu überfordern. Es gibt leider auch eine Entwicklung, das kann man auch alles in Zeitung lesen, dass sie das klassische Angriffsdrohnenmodell, was aus der iranischen, wie sagt man, Linie Schein. kommt, dass sie das verbessert haben, beziehungsweise einen anderen Typ, einen anderen iranischen Drohnentyp jetzt selber bauen und das in einer größeren Zahl wahrscheinlich auch versuchen werden, die einen ganz anderen Antriebsmotor hat und der viel schneller fliegt. Also man erinnert sich, diese Shahed-Drohnen, die in Masse eingesetzt waren, das waren ja eher so Moped- oder Boxermotoren, ja, die flogen dann auch nicht so furchtbar schnell, haben einen riesen Krach gemacht. Die Ukrainer sind super. Man muss eigentlich viel mehr über die Erfolgsgeschichten der Ukrainer berichten. Da Absolut, kommen wir jetzt auch gleich dazu, weil es ist ein Riesenerfolg. Dieser Luftkrieg ist nicht ein Beweis, dass Russland übermächtig ist und alles tun kann, was es will, sondern es ist eigentlich umgekehrt eine Erfolgsgeschichte der Ukrainer, was sie hinbekommen haben, dass die Ukraine immer noch existiert. Ja? Und die Mhm. Frage ist, was wir als Bringschuld bringen müssen, dass sie das hinbekommen haben. Also angenommen, Russland würde Deutschland angreifen, ich bin mir nicht sicher, wie viele Städte noch hier wären. Also es ist schon ein zweischneidiges, aber jetzt mal der Reihe nach. So, diese neuen Motoren, das sind eigentlich eher Turbovan-Motoren, die eigentlich viel schneller, also Düsenantrieb Motoren, die können natürlich jetzt viel schneller und vor allem höher fliegen. Das ist jetzt in den letzten Tagen auch mal mit weiter publiziert worden, war davor schon klar. Haben mehr Nutzlast, das ist auch ein Riesenthema, da kommen wir vielleicht auch noch dazu. Also wie effektiv das ist, was die Russen da eigentlich überhaupt machen. Es ist eben nicht sehr effektiv, könnte viel schlimmer sein. Und damit versuchen sie jetzt die Ukraine platt zu machen. Einer der wichtigsten Indikatoren, wenn man so 3 Indikatoren, die wir versuchen immer auf der Frontseite zusammenzufassen, weil uns die Politiker gesagt haben, könnt ihr nicht so einen Monitorbericht machen, wo auf Seite 1 alles steht, ja, weil wir haben maximal 30 Sekunden euer Kram zu lesen. Das ist auch ein Erfahrungswert, der für mich persönlich neu war. Politiker haben einfach keine Zeit, sich um alles zu kümmern. Ja? Nicht, weil sie Idioten sind oder faul sind, im Gegenteil, das sind Teams mit 3, 4 Leuten und die haben einfach 100 Sachen zu tun. Und wir müssen präzise, wir müssen schnell sein, wir müssen eigentlich, war mir das gar nicht klar, wie viel man eigentlich auch für die Politik machen kann, ja, damit sie besser informiert ist. Klar, die Zugänge werden jetzt nicht so einfach, aber eigentlich ist da ein riesen Betätigungsfeld auch von unserer Seite möglich, was man eigentlich tun kann. Ja, so. Und also ein Effekt, den ich immer ganz wichtig finde, ist, nicht nur was schickt Russland los, ja, was ist die Bedrohung, sondern wie gut funktionieren die Abschussraten. Und das hat uns alarmiert, weil sie waren so ich spreche das nur mal noch für die Drohnen, ja, es gibt in den anderen, also Marschflugkörper, sind zwar 80% jetzt auch immer noch, das ist auch ein guter Wert. Und ballistische Raketen ist halt ganz schwierig. Das geht dann unter 20% und da trifft einfach sehr viel. Mhm. Bei den Drohnen ist es so, dass wenn die Abschussrate um 2 bis 5% sich verändert bei dieser Masse, die sie losschicken, dann heißt es, das ist ein Unterschied, ob sozusagen 100, 200 oder 400 Drohnen durchkommen, hängt damit zusammen. Und die ging mal kurz Anfang des Jahres runter, dann haben wir so geschluckt und dann ging sie aber hoch auf 97, 98% im Februar. Kann man in dem und in dem anderen Newsletter alles nachlesen, müssen wir jetzt die Leute nicht nerven damit. Aber jetzt ist sie runtergegangen auf 80, ja, und das hat uns schon schockiert. In den letzten Hm. Tagen aber, und das ist die gute Nachricht, wo sehr viele schlimme Bilder im Internet sind und nicht nur im Internet, sondern leider, naja, es ist ja alles Realität und dieser Horror, natürlich ist das ein Psychokrieg. Also Russland, Entschuldigung, dass ich hier springe, Russland hat seine Strategie geändert. Davor war es Zerstörung Infrastruktur, insbesondere Wärme und Elektrizitätsproduktion. Und jetzt machen sie einen reinen Psychokrieg. Das ISW hat aber einen sehr klugen Kommentar vorgestern mal gepostet. Eigentlich ist das auch ein Zeichen der Schwäche, ja. Also Putin setzt das ein, ohne dass er also es ist natürlich ein Psychokrieg und es geht natürlich darum, Menschen äh, zu zerstören, zu traumatisieren. Aber Ja. eigentlich ist das nicht kriegsentscheidend, was er da gerade macht. Und eigentlich entstehen die Effekte nicht, die diese Bilder suggerieren auch. Ja.
weil immer noch die Flugabwehr nicht zusammenbricht. Ja? Also auch die letzten Tage, also wenn man jetzt, man muss es mal so erklären. Also früher war das, vor einem Jahr war das so, dass 100 Drohnenangriffe am Tag ein Hammer war. Ja? Seit 3, 4 Monaten ist das eigentlich fast täglich der Fall. Schon Und jetzt unfassbar. gehen diese Zahlen auf 200 bis 300 sogar hoch. Und trotzdem ist die Flugabwehr proportional gesehen, also von dem, was sie leisten kann, nicht schlechter geworden. Jetzt geht es natürlich darum, die Ukrainer, und das können die selber am besten, also da bin ich der Letzte, der jetzt hier die klugen Vorschläge machen kann, Tag und Nacht dran, das zu verbessern. Natürlich, es gibt sowas man kann es alles technisch auszuführen, führt zu weit. Aber mit Lasern kann man was machen. Es geht natürlich dieser Wettlauf, ja, der jede Woche auch eine andere Form Mhm. annimmt, wie die Electronic Warfare, also die Störsender. Also es ist immer noch so, das stellen wir auch fest, dass der Anteil, was die Ukrainer vom Himmel holen, beziehungsweise was automatisch abstürzt, einerseits mit einem großen Anteil von Schrottdrohnen zu tun hat, ja, die einfach nur Fake-Drohnen sind, um die Flugabwehr zu überlasten, ja. Und andererseits gelingt den Ukrainern eine Großzahl, also wir schätzen so zwischen 35 und 45%, manchmal ist es sogar über 50%, allein durch diese elektronischen Maßnahmen. Und diese elektronischen Maßnahmen, also EW, Electronic Warfare, das ist Warfare. ein Riesenthema. Das ist eigentlich eines der Themen dieses Krieges, der den Krieg auch komplett verändert hat. Ändert sich alle 1, 2 Wochen ändert sich da was, ja. Und natürlich gibt es dann so Horrornachrichten, dass den Russen jetzt geglückt ist, das zu machen, dass sie mit irgendwelchen, wie sagt man, sogar Telegram-Befehlen und über das ukrainische Telefonnetz sich einloggend die Drohnen besser steuern können. Ja, das stimmt alles. Aber die ukrainische Seite, und darüber wird in Deutschland viel zu wenig berichtet, hat einen riesen Erfolgs. Ja, klar. Ja. Zum Beispiel ist ein Teil des Krieges, was extrem, extrem wirkungsvoll war, nicht gegen die Zivilgesellschaft, sondern unmittelbar in Avdiivka und so, ist der Einsatz von Gleitbomben gewesen. Ja, das haben wir alles gelesen, das wurde auch gut berichtet. So, und den Ukrainern ist aber gelungen, ab einem gewissen Zeitpunkt, das wusste ich auch nicht, dass diese Gleitbomben, also das sind so Bomben, die haben so ein Zusatzkit oder Set drauf, ja, diese Tabs oder ich weiß auch nicht, die werden auch in den ukrainischen Channels wird immer gewarnt. Also das ist natürlich was nur in der Frontnähe sozusagen zum Einsatz kommt. Ist ja eigentlich auch gedacht, dass man die Schützengräben, also die armen Menschen, die dort ihren Dienst als Soldaten machen, das muss der größte Albtraum und die Hölle gewesen sein. Dagegen ist der Krieg in dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, fast vergleichbar. Das ist schrecklich, ja, weil es Riesenbomben waren, die da sehr gezielt in die Schützengräben gelenkt wurden. Ja, darüber wurde viel zu viel berichtet. Diese Technik ist sozusagen abhängig, damit das funktioniert, vom russischen GPS-System. Ja? Das heißt, diese Dinger kommen nicht genau ins Ziel. Ja? Die haben zwar die Horrorwirkung riesiger Explosionen, aber treffen die Soldaten nicht, wenn die nicht über das GPS-System in der letzten Flugphase nachkorrigiert werden. Und den Ukrainern, und das ist der Punkt, ist gelungen, das komplett zu stören. Das heißt, also bei Avdiivka, soweit ich das verstanden habe, andere Leute sollen das genauer verifizieren, war das ein ganz entscheidender Faktor, ja, dass diese Stadt gefallen ist. Und danach ist es den Ukrainern immer besser gelungen. Und mittlerweile treffen die fast gar nichts mehr, ja. Das ist ein Grund, warum Putin nicht nach vorne kommt, ja. Ja, weißt du, man kriegt das ja so ein bisschen mit, wenn man sich wie du und ich damit befasst und die Nachrichten aufmerksam verfolgt, dann kriegt man mit, dass inzwischen weniger Nachrichten über Gleitbombenangriffe kommen. Aber was du jetzt gerade beschrieben hast, ist eine positive Darstellung dessen, was die Ukrainer inzwischen geleistet haben. Und da gebe ich dir völlig recht, es wird einfach viel zu wenig bei uns in Deutschland darüber berichtet, wie erfolgreich die Ukraine ist und wie resilient und wie standhaft sie ist und wie sie militärisch überhaupt gegen diese russische Angriffswalze durchhält. Während wir hier in Deutschland uns die ganze Zeit auf Verhandlungen und Peacekeeping und was wird dann passieren, wenn anschließend mal Frieden ist? Wo werden wir dann unsere Peacekeeping Forces aufstellen, die aber auf keinen Fall bewaffnet sein dürfen? Denn das heißt ja töten wollen wir nicht. Genau, wir blenden einfach aus erstens mal, was die Ukrainer da überhaupt leisten und dass sie schon seit 3 Jahren noch am Start sind, dass sie noch da sind und dass sie noch knallhart kämpfen. Und wir haben in unseren Medien eigentlich überhaupt kein strategisches Bewusstsein. Wir berichten viel zu viel über russische Erfolge. Hier ist wieder was kaputt gemacht worden, da sind wieder Zivilisten getötet worden und das ist auch furchtbar. Aber über die ukrainischen Erfolge wird zu wenig berichtet. Und das ist ein großes Versäumnis der deutschen Medien, muss ich echt mal sagen. Ja, und da hast du aber auch den Finger in die Wunde gelegt.
Mit, Ja, also ich würde es noch ein bisschen wohlwollender für die deutschen Medien, weil die machen eigentlich schon einen guten Job. Und das ist halt auch so, ich weiß nicht, ich habe das beim Jugoslawienkrieg in jungen Jahren auch erlebt in eigener Person. Irgendwann kann man es nicht mehr hören und ist frustriert, ja, als Endverbraucher, sage ich jetzt mal ganz platt, ja. ja, Jemand, der die Medien nur anschaut, und wir zwei sind ja auch irgendwie vielleicht privilegiert, weil wir haben was gefunden, wo wir uns sinnvoll betätigen und so. Und das stabilisiert uns beide auch auf eine andere Art und Weise, als wenn jemand nur Ukraine-Nachrichten liest. So, das ist aber kein Totschlagargument. Im Gegenteil, ich wollte die Brücke zurückbauen. Das ist eine ganz schön spannende, da sollte man eigentlich einen extra Talk mal machen, weil ich bin mir da gar nicht so sicher, wie man die Leute kriegt. Ich war vorgestern auf einer Lesung in Brandenburg. Ich war jetzt in letzter Zeit öfters in Brandenburg, weil ich dachte mir, ich muss mir mal anschauen, wie die wirklich ticken. Und da gab es unglaublich unterschiedliche Erlebnisse. Und ich hatte eine Lesung mit Twardog, also dem polnischen Bestsellerautor, der vielleicht den interessantesten Kriegsroman derzeit, Nulllinie, rausgebracht hat. wie heißt der? Nulllinie. Okay. Also Twardog ist ein Thema für sich, da muss man sich mit den polnischen Freunden streiten. Also so ein klares Pro-Kontra-Lager gegenüber ihm. Ich bin eher so ein Schadan-Fan, aber egal. Und dann das war in einem Schloss Lübbenau, großartiger Ort, wusste ich auch nicht, dass es da sowas gibt. Die machen Jazzkonzerte und sonst was. Da waren nur Leute, die für die Ukraine waren. Die wollten Details wissen, die wollten wissen, wie haben die polnischen Schriftsteller das anders gemacht, indem sie so und so viele Drohnen an die Front gefahren haben. Das war eigentlich ein Heimspiel der Ukraine. Ich glaube, vielleicht muss man auch nochmal neu ansetzen und überlegen, wie macht man eigentlich die guten wenigen stärker, damit sie, ich weiß nicht, das ist keine mediale Aufgabe, aber mehr zum Zug kommen oder mehr Veranstaltungen machen dürfen oder die Leute einfach mitnehmen, ja. Also dann war dann der Juli C-Fan, dieser Veranstalter, sorry, ich sage den Namen nicht, ganz betröppelt da und hat es fast nicht ausgehalten, dass der ganze Saal mal einfach ganz nüchtern erklärt hat, was in dem Krieg Sache ist und was es geht, ja. Und dass es um unsere Sicherheit geht und das, was die Ukraine machen, ist, dass sie uns den Krieg ersparen, ja, Ja. und so Ich, weiter und so fort. Aber das ist jetzt, sorry, nee, jetzt nee, fange das ich an zu ja, es ist, fantasieren. Also es das ist ist jetzt, total du hast den Faden in der Hand, sorry, also, Christoph. ja, ich bin als Gesprächsführer bin ich manchmal lasse ich gerne die Fäden einfach laufen, weil ich finde das auch so hochinteressant, mit Leuten wie dir zu sprechen. Und dann kommt man natürlich vom Hölzchen auf Stöckchen und dann ist es für das Publikum wieder nicht so interessant, denn die hätten gerne einfach nur stringent jetzt was über Angriffe, über Drohnen und über die Flugabwehr gehört. Aber ich finde, Ja. das spielt alles zusammen und auch die Medien. Und also Also dein, vielleicht eine Sache, damit man klar anfängt. Es gibt zwei Sachen, die mich fasziniert haben. Das eine ist der Faktor Zeit. Ja? Ich kann nur empfehlen, den letzten Podcast, den du aufgenommen hast, mit Gustav Gressel nochmal anzuschauen. Dann vielen Dank. kapiert man eine Das finde ich auch. Dimension von Zeit. Ja. Krieg ist die brutalste Art, einem Zeit beizubringen. Mhm. Was Absolut. Zeit bedeutet. Und zwar im negativen Sinne. Wenn du irgendwas verpasst, holst du es nicht mehr ein und du wirst maximal bestraft. Das findet zurzeit, das waren die letzten 3 Jahre. Und Und die das, Frage ist, ob die Deutschen weiter auf Kosten anderer sozusagen diese Zeit verbaseln ja, oder ich finde die Faustregel immer super. Jede neue Regierung kriegt 100 Tage Wohlwollen, Unterstützung, Hoffnung. Aber dann muss sie zeigen, ob sie das wirklich anders macht als die letzte Regierung. Und um das konkreter auszuführen, wenn wir die Ukraine nicht jetzt massiv besser sozusagen unterstützen, dann werden wir das, was wir in der Zeit verlieren, nie wieder bezahlen können. Und das ist, das ist eine Sache, die müssen wir einfach vermitteln. Und so verstehe ich deinen Spirit oder auch deinen Auftrag in dieser Podcast-Serie, zu überlegen, also gar nicht so sehr zu informieren, weil ich denke mal, dass die meisten Leute, die sich die kostbare Zeit nehmen, hier uns zuzuhören, ein differenziertes Bild zur Ukraine haben. Aber zusammen zu überlegen, was man noch besser tun kann, um andere Leute entweder mitzunehmen oder in also die Medien sind natürlich ein wichtiges Ding, wie man da Sachen platzieren kann. also ja, Bin überzeugt. das ist total, da sind wir wieder genau auf derselben Wellenlinie. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass ich auch als Zeichner tätig bin, Karikaturist und so. Ich glaube, ich habe dich so, doch, du weißt das, denn ich habe dich mal gezeichnet in Berlin. Fällt mir wieder ein. Ich habe mal am Anfang ja, ich fand das Bild ganz gut. Nein, anderes Thema. Ich habe am Anfang des Ausbruchs 22 eine Karikatur gemacht, weil ich es nicht ausgehalten habe. Die zeige ich dir jetzt mal. Pass mal auf. Hier, zum Thema Zeit. Da siehst du hier oben Joe Biden und Olaf Scholz
Und die anderen sind eigentlich keine so schlechten. Emmanuel Macron, Boris Johnson, man mag halten, was man will von ihm, aber er ist, was Ukraine angeht, sehr klar gewesen. Hat über Russland kein gutes Wort zu reden gehabt. Und die Morawiecki, der polnische Chef, aber die beiden hier vorne, Olaf Scholz und Joe Biden, die haben es eigentlich komplett verbockt. Und man sieht hier auf dieser Karikatur einen wahnsinnig gewordenen Wladimir Putin, dem habe ich zu viele Muskeln hingezeichnet, ist eigentlich ein Zwerg bloß, aber egal, der hat einen Presslufthammer in der Hand und zertrümmert gerade die Weltsicherheitsordnung, auf der wir hier sitzen, die Demokratie und die Freiheit, die ukrainische Farben haben. Und hier darunter sind noch die Ukrainer, die kämpfen und helfen. Was passiert, wenn dieser Pfeiler der Demokratie und der Weltsicherheitsordnung endlich aus russischer Sicht mal endlich abgebaut ist? Inzwischen haben wir 3 Jahre vertrödelt und der Joe Biden ist Geschichte und da oben sitzt ein anderer Typ und da habe ich noch mal eine Karikatur gemacht und die kann ich ja vielleicht bei der Gelegenheit auch noch mal zeigen. Und zwar hier diese, kommt das noch mal so, da siehst du hier, inzwischen ist Donald Trump der Präsident der Amerikaner und hat hier die Demokratie und die Freiheit, ist dabei, das Ganze komplett abzubauen. Das zum Thema Zeit. Wenn man das vertrödelt, also ich bin auch ständig daran zu überlegen, wie kann man das den Menschen mit einem Bild klar machen. Also eine Karikatur ist ein Ding, wo man einen Sachverhalt mit einem Blick klar machen kann. So. Also ich glaube, das ist, aber ich springe jetzt mal zu den Sachen, die wir machen, um einfach diese kostbare Zeit hier auch mit Informationen zu füllen. Vielleicht schmeiße ich es auch wieder raus. Nein. Also ich glaube, dass das Zweite ist die Ökonomie, ja. Und ich glaube, man kann auch die letzten 3 Jahre so durchdeklinieren, dass das am Anfang hilflos und da hat man nur das geliefert, was man halt gerade hatte. Dann wurde es langsam enger, dann hat man angefangen zu skalieren und zu überlegen, dass man doch produzieren muss. Ja, das hat Gustav im letzten Podcast mit dir, also perfekt, da kann man es gar nicht zusammenfassen in einer Stunde, alles nochmal Revue passieren lassen. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo es teuer wird. Das müssen wir uns auch vor Augen führen. Also nicht als Totschlagargument, ja, so von wegen ist zu teuer und was soll das Ganze, sondern dass man jetzt sehr clever sein muss, wie man investiert, in was wir investieren. Und Effizienz wird eigentlich das große neue Ding. Und weil ich sehr viel auch mit Begriffsanalysen gearbeitet habe, die Sorge, wir müssen einfach schneller sein bei der Einsetzung gewisser Schlüsselbegriffe und wir müssen die besetzen und die auch ausfüllen und auf eine schlaue Art und Weise durchdeklinieren. Also da geht es wirklich eher um Smart-Arbeit als um die Frage von Moral und generellen Vorwürfen. Wenn wir den Begriff Effizienz auf unsere Art und Weise versuchen, in die Debatte so einzubringen, dass klar wird, dass jeder Dollar, der direkt in der Ukraine eingesetzt wird, zum Beispiel bei deren viel besseren und effizienteren und günstigeren Rüstungsländern, dann können wir auch die Debatte, dann haben wir sozusagen einen Baustein, den die Deutschen in der nächsten Zeit mehr und mehr sich durchs Gemüt und durch den Kopf führen müssen, nämlich wie wir effizienter und zukunftsfähiger werden. Und zwar ganz unabhängig von diesem Krieg und ganz unabhängig von den Fragen mit Russland. Und was wir gemacht haben im letzten Monitor ist eine Studie vom CIS, also das sind die Leute in Washington, genommen und haben sie mit unseren, ich sage jetzt nicht besseren, aber aktuelleren Daten mal gefüttert. Ja? Und diese Studie hat versucht auszurechnen, wie effizient war eigentlich der russische Luftkrieg. Ja? Also und das ist jetzt so ein bisschen, es klingt auf den ersten Blick so ein bisschen nach einer Nerd-Debatte, also welche Sachen waren denn, also welche Typen von Raketen und von Drohnen waren denn effizient? Und es ist eigentlich so pervers, dass man es eigentlich nur in so einer geschlossenen Runde wie hier ausdrücken und durchdeklinieren möchte. Es geht darum, wenn Putin $1 Million in die Hand nimmt, wie viel Zerstörung kriegt er damit in der Ukraine hin, ja, in seinen unterschiedlichen Lüften. Und das Interessante ist, dass er keine Antwort bis jetzt gefunden hat, das sehr günstig zu machen, weil diese Drohnen, wenn man das hat diese Studie gut gemacht, so durchrechnet, dass man halt nicht nur die Produktionskosten, sondern auch wie die Abschussraten sind, ja, also und wie viel sie an Sprengstoff eigentlich tatsächlich nur transportieren können, extrem unproduktiv sind, ja, und vor allem teuer. Na gut, also Der irgendwann. erste Blick, das muss ich kurz ausführen, weil es ist wichtig. Das ist ja nur der erste Schritt eines Denkens und das ist ja auch nicht die Ultima Ratio, sondern nur eine Möglichkeit zu überlegen, wie man in der Debatte in Deutschland 2025 das nach vorne pushen könnte. So. Die KH-22, die jetzt doch wieder vorgestern, aber gestern, glaube ich, eingesetzt worden, ist eine alte
wie sagt man, Dinosaurierwaffe aus der Sowjetunion war die effizienteste, weil sie wahrscheinlich auch, die wird ja nicht mehr gebaut, beziehungsweise nur die Nachfolgermodelle. So, das waren Waffen, die hat man eigentlich konzipiert, um amerikanische Flugzeugträger zu zerstören. Ja, also muss ich dir mal vorstellen, die Russen haben jetzt einfach so ein Arsenal an Waffen und dann sagen sie, naja, gegen Russland gegen die USA, also dann setzen wir die doch einfach gegen Städte an. Das hat den Nachteil, also wenn man die Suchköpfe, jeder Marschflugkörper und jede Waffe hat so ein eigenes System, wie er sich da ins Ziel mogelt. Diese K221, die haben sehr, sehr grobes Dings. Die sind eigentlich dafür gebaut, dass man Schiffswände groß wie Flugzeugträger sozusagen ansteuern kann. Das hat den kleinen Nachteil, dass auch die kleinen Flächen, für die man das versucht hat umzuprogrammieren, nämlich Häuser in der Ukraine, nicht funktioniert haben. Und dann fliegt halt so ein Teil vielleicht auch mal auf so ein Einkaufszentrum, weil das die Differenzfläche ist, mit der man Flugzeugträger normalerweise zerstört. Die waren eine extrem große Zerstörungskraft, aber die konnte man nicht genau ins Ziel führen. Das war Russlands, wenn man das jetzt, Entschuldigung für diesen langen Umweg, das war die kosteneffizienteste Waffe, die Putin überhaupt hatte. Die ganz anderen Wunderwaffen, die sich dann, und da hast du recht, im deutschen Diskurs vollkommen falsch verfrachten, weil irgendein Moderator Wunderwaffe hört und glaubt, dass jetzt die westliche Welt untergeht, wenn Putin da irgendwas mit irgendwelchen Hyperschallzahlen daherfaselt. Die waren noch uneffizienter und sind so teuer und sind auch so zum Teil unausgereift, dass sie zum Teil gar nicht eingesetzt wurden. So, was macht jetzt Russland? Ja, Russland setzt auf die billige Karte, aber diese billige Karte wird zerstört durch eine erfolgreiche ukrainische Flugabwehr. Dann verschiebt sich alles, ja. Die ganze Rechnung geht gar nicht auf. So, da müssen wir ansetzen und den Diskurs haben wir noch nicht geführt. Man muss klar machen, dass das jetzt nicht schnell vorbeigeht. Also jetzt müsste es eigentlich die letzte Kirchenmaus muss doch eigentlich jetzt kapiert haben, dass Putin überhaupt nicht verhandeln will. Also dieses Wort verhandeln ist eigentlich jetzt gerade obsolet geworden. Genauso, aber das ist viel schlimmer, das Wort Eskalation umgekehrt uns immer allen Stecker ziehen sollte, obwohl gar keine Eskalation mehr möglich war. Also dieser Eskalationsbegriff war auf der anderen Seite eines der größten, wie sagt man, selbstverschuldeten Unglücksfälle der deutschen Moderation. Ja. Das Verhandlungsding ist jetzt weg. Und jetzt um was geht's? Jetzt geht es wirklich darum, einen langen Krieg nicht der deutschen Bevölkerung zu erklären, aber klar zu machen, dass Russland erst aufhören wird, wenn es ökonomisch und waffentechnisch sozusagen im Hintertreffen ist und das nicht mehr durchsetzen kann. Also wir sind jetzt erst beginnt der Krieg. Ja? Das ist gar nicht so einfach, nach 3 Jahren Frust den Leuten das klar zu machen, dass jetzt erst der ganze Kram beginnt. Also jetzt beginnt der Wettlauf. Wer hat die günstigeren Waffen? Wer kann besser, effizienter Sachen entwickeln? Wie läuft es mit der technischen Entwicklung und so weiter und so fort? Weil wir die einfachen Sachen, das hat ja Gustav letztes Mal super erklärt, nicht eingesetzt haben. Ja? Dank der SPD hat man den Ukrainern nicht das gegeben, mit denen sie mit einfacheren Mitteln, egal ob man die Krim abgeschnitten hätte und so weiter und so fort, das habt ihr letztes Mal super erklärt. Jetzt sind wir in einer komplizierten Sache. Und das wird auch nicht so einfach, den Leuten zu erklären, dass das halt jetzt nicht mit ein paar Lieferungen zu tun ist, sondern nur mit dem Upscalen der Rüstungsindustrie. Das wird so fort. Ja, das war super interessant, was du gerade gesagt hast. Und das wird aber wahrscheinlich noch viel komplizierter werden. Und du hast gerade vorhin sehr interessant die Effizienz des russisch eingesetzten Geldes in Waffen und so beschrieben. Wo die Russen extrem effizient Geld eingesetzt haben, ist in der Desinformation, da bist du aber auch Experte, weil sie es geschafft haben, mit wenig Geld eine extreme Wirkung über die sozialen Medien bei uns zu erzielen, sodass da in vielen Teilen der Bevölkerung die Meinung vorherrscht, Russland ist nicht zu besiegen militärisch, Russland ist unbesiegbar, Russland ist unendlich groß, die haben unendlich viel Personal, die haben unendlich viele Waffen, dass die Ukrainer gerade beweisen, dass die Russen in Wirklichkeit Arschlöcher, also sind sie sowieso, also Entschuldigung das Wort, aber Hanswurst, also ineffizient sind und dass sie sehr wohl besiegt werden können und dass man vor denen keine Angst haben muss, und das zeigen die Ukrainer auch. Denn die russische Militärführung hat es geschafft, mit ihrer Desinformation unsere Bevölkerung so zu verdrehen und zu verwirren, dass wir zu keinerlei Handlung in der Lage sind. Was uns aber auf die Füße fällt als Demokratien, siehe Amerika. Die haben es geschafft, den amerikanischen Präsidenten zu ersetzen durch jetzt sage ich das auch, einen Vollidiot, Donald Trump, der
der nur an Geld und an sich selbst denkt und ein Freund mit Diktatoren der Welt sein möchte. Also als amerikanischer Präsident der Führungsmacht der freien westlichen Welt vollkommen ungeeignet. Und das war natürlich der größte militärische Erfolg, den die Russen bis jetzt hatten, den amerikanischen Präsidenten zu ersetzen durch einen von ihnen. Also da gibt's, das kann man nachweisen. Und wir müssen uns als Demokratien, Faktor Zeit, sehr darüber im Klaren werden, dass wir auch nicht unendlich Zeit haben. Die AfD steht bei uns in Deutschland in den Startlöchern, ist knapp nochmal an der absoluten Mehrheit vorbeigeschraubt. Wenn unsere Demokratien auch noch ersetzt werden, dann hat Russland trotzdem gewonnen, obwohl es militärisch eigentlich auf verlorenem Posten steht. Also ich würde es so formulieren. Die Frage ist, ich sage immer, wollt ihr Europa oder nicht? Ja, Ja, also genau. wollen wir, dass Europa weiter existiert, so dass zukünftige Generationen vielleicht ein gutes Leben haben werden? Oder wollen wir einfach nur das Risikospiel weiterspielen, dass das alles schneller kollabieren kann, als man denkt? So ist es. Wir Ja. stehen jetzt kurz vor der Präsidentschaftswahl in Polen. Wir wissen nicht, wie die ausgeht. Das gibt viele Faktoren, die das erschweren, wie Europa positiv weitergeführt werden kann. Uiuiui. Aber wenn Russland das weiter gelingt, uns hier auch zu erpressen, indem wir jetzt gezwungen sind, ich meine, man muss das ja auf zwei Stufen sehen. Einerseits zwingen sie uns, dass wir dieses Geld in Waffensysteme investieren, die zum Teil sinnvoll, aber zum Teil auch einfach sehr viel kosten. Und wir müssen auch noch andere Probleme lösen in Europa, nicht nur den Krieg beenden in der Ukraine. Aber wenn uns das nicht gelingt, diesen Ukraine-Krieg schneller zu beenden, weil wir immer abwarten und hoffen, dass es irgendwas anderes gibt oder irgendwas vom Himmel fällt, dass Putin irgendwie Verhandlungen beim sich Papst. in einer Brezel verschluckt und plötzlich nur noch gute Russland führen, dann, Ja, aber ich wollte, dann ist das gefährlich, weil die Szenarien sehe ich eher anders. Ich sehe eher die Szenarien, dass wenn das teurer wird, ja, und das wird schnell teurer werden, davon haben wir zwar auch keinen genauen Begriff, was das bedeutet, dann gibt es ganz andere Friktionen in Europa und darauf baut Putin. Putin hat zwar das Nahziel, nur bis zum Sommer zu kommen, wie Gustav vollkommen richtig gesagt hat, um zu schauen, was dann passiert, wenn die amerikanischen Waffenlieferungen weg sind, ja, und zu gucken, was im Winter dann noch übrig bleibt von der Ukraine. Aber eigentlich spielt er das Spiel ja auf die lange Sicht dahin, dass diese Friktionskräfte in Europa größer werden. Und wer weiß, welchen Populismus wir dann, dadurch, dass wir halt liberale Medien haben, die nichts regulieren und so weiter und so fort. Und mein Gott, also das Silicon Valley wird auch nicht schlafen, seine Geschäftsmodelle so auszubauen, dass vielleicht mehr Populismus als weniger Populismus möglich ist. Dann weiß ich nicht, wie in den nächsten 3 bis 5 Jahren andere Wahlen ausgehen werden. ja, darauf Und wollte ich ob die dann eigentlich. alle noch sagen, ja, all in, Ja. alles für die EU, bin ich mir nicht sicher. Und das ist der Punkt, wo man den Leuten klar machen muss, wenn ihr weiter nur hofft und eure Märchen selbst glaubt, dass dieser Krieg von alleine aufhört, ohne dass wir mehr tun für die Ukraine, dann riskiert ihr eure Zukunft in Europa. Und es ist egal, was ihr von der Ukraine haltet, es geht darum, wie Europa in 5 oder 10 Jahren existieren kann. Ich wollte den Fokus einfach auch nochmal auf diese beiden Bereiche lenken. Zum einen haben wir die, wie es immer so schön gesagt wird, kinetische Komponente, also Werfen mit militärischer Gewalt, Raketen, Drohnen, das alles, Panzer. Auf der anderen Seite haben wir die Informationsfront und was die Russen als hybriden Krieg sehr, 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 sehr gut bezeichnen, diese beiden Komponenten gleichberechtigt nebeneinander haben. Und das Geld haben die Russen sehr, sehr viel effektiver eingesetzt im Desinformationsbereich, in sogenannten Medien, die aber in Wirklichkeit Propagandawaffen sind und nichts weiter. Und wir in Europa, in der freien westlichen Welt, sollten uns, finde ich, darüber im Klaren werden, dass auch unsere Medien ihr Paradigma ändern müssen. Wenn wir diesen Wettkampf oder diesen Konflikt, diesen Krieg bestehen wollen, dann müssen wir einige liebgewonnenen Traditionen mal wirklich über Bord schmeißen. Und dann werden natürlich alle wieder schreien Zensur, aber ich bin absolut dagegen, dass überhaupt jemals wieder Propagandisten wie Sarah Wagenknecht oder wie Ralf Stegner, den nenne ich auch einen Propagandisten oder ist er ein nützlicher Idiot, dass solche Leute nicht in deutschen Talkshows mehr
ungefiltert einfach ihre Meinung sagen dürfen. Wenn, dann Also, da würde ich jetzt widersprechen. Also das Ziel zu sagen, das ist, glaube ich, eine eigene Show, da müssen wir vielleicht auch mit ein paar anderen mal zusammen zu diskutieren. Also dieses Talkshow-Thema ist natürlich leidig und ich habe auch darunter gelitten und ich habe irgendwann auch beschlossen, dass ich lieber militärische, empirische Studien mache, als diese Talkshows dauernd mir anschauen zu müssen. Aber ich glaube, dass es so einfach nicht ist, dass man irgendwas verbieten kann, sondern ich glaube, es geht eher darum, und daher sehe ich schon eine Chance. Also man muss einfach, das ist ein zäher Vermittlungsschritt, den Leuten klarzumachen, dass Proports nicht automatisch zu Qualität führt. Ja? Das heißt, wir haben das auch ziemlich genau ausgerechnet in der Studie, welche Parteien wie vertreten waren. Ja? Und die hatten komischerweise bis auf die AfD, ich finde das immer, das ist das wichtigste Argument, ihr ladet Sarah Wagenknecht und all diese Leute, die sich mit diesem Krieg gar nicht auskennen wollen und ihre eigene, wie sag mal, russlandfreundliche, wie sagt man, Diskurs da entwickeln wollen, ein, ja, ohne dass sie einen Qualitätsvorsprung zeigen, aber die AfD ladet ihr eben nicht ein. Das kann man ja ganz klar beweisen. Also woran liegt das jetzt? Einerseits sagt der Proports, ja, also 1/3 der Deutschen, meinte Gustav letztes Mal, hätten eine Tendenz, Ukraine skeptisch zu sein oder keine Waffen oder gegen Waffenlieferung zu sein. Ja, schön und gut, dieses 1/3. Aber dann muss man doch das so diskutieren, was hinten rauskommt. Also was ist denn der Qualitätsvorsprung in der Debatte, ja? Wenn man jetzt die ganze Zeit zum Fenster rausschaut und sagt, die Welt ist eine Scheibe, die Welt ist eine Scheibe, die Welt ist eine Scheibe, ja? Wollt ihr das, liebe Medienvertreter? Und dann muss man sie halt auch damit, und deswegen ist diese Studie, glaube ich, doch nicht so schlecht gewesen, halt damit auch konfrontieren. Aber die AfD habt ihr systematisch ausgegrenzt, ja, ja? ist auch nicht in Ordnung. Und dann muss es aber ein anderes, das ist dann schon peinlich und das ist dann auch nicht so einfach, von oben runter zu sagen, wir ändern jetzt die Medien, sondern dann muss man die Leute zur Qualität zwingen und man muss sie in einen Diskurs zwingen. Man muss ihnen einfach sagen, man kann das ja auch beweisen oder klar machen, warum Habermas gewisse Sachen einfach ignoriert, ja. Und gewisse Umstände, die längst nicht nur empirisch, sondern auch in der Politikwissenschaft, in den Beratungsgremien, die wir ernst nehmen, die wir auch irgendwie respektieren, vollkommen das anders sehen und es nicht darum geht, um Pro, Contra, wir sind nicht immer im schlechten Schulaufsatz, sondern uns läuft die Zeit von und wir müssen jetzt uns mal entscheiden, was eigentlich die Grundlage dieses Krieges ist und was eben nicht. Und das hat was mit Abwägung und mit Argumenten zu tun. Und ich bin optimistisch, dass man es in Deutschland eigentlich machen kann. Man muss halt diese Medienvertreter, die das andere Spiel spielen, also den Zirkus oder ich will meine Clickbaits oder möchte irgendwie dass da, egal was hinten rauskommt, einfach eine kontroverse Debatte da ist, die muss man halt zur Rede stellen. Und ich glaube, das könnten wir schon besser. Ja, oh, das ist eine eigene Sendung. Markus, ich sehe, der Blick auf die Uhr zeigt, dass unser Gespräch schon deutlich länger dauert als geplant. Und das ist andererseits auch ein gutes Zeichen. Ich hoffe, dass es auch ein paar Leute gibt, die das dann bis hierher gehalten haben. Bin mal gespannt. Ich bin ziemlich sicher, dass es einige gibt, die es interessiert. Ja, das war großartig, dass wir jetzt miteinander gesprochen haben. Weil Ich bedanke mich für das Gespräch. Du musst ja weg noch. Sehr interessant. Vielen Dank. Nein, ich bedanke mich. Das war wirklich interessant. Ich werde den Monitor auf jeden Fall verlinken unten und die Menschen können sich dann selbst ein Bild machen von all dem. Und danke, dass du mit mir gesprochen hast, dass du Zeit gefunden hast, mit mir hier in Talk for Ukraine über dieses schwierige Thema zu reden. Ich danke dir für die Möglichkeit, das hier darzustellen. Dankeschön. Okay, dann machen